Der Beruf macht einem nur Spaß, wenn man dafür ein Interesse mitbringt, wenn man, sage ich mal, auch wenn man im Berufsschulunterricht auch da sitzt und sagt, hey, das, was der mir jetzt gerade erzählt, das möchte ich auch lernen. Nur dann sitzt man da nicht seine Zeit ab, sondern hat wirklich Quality Time auch in der Schule. Und dann halt einen entsprechenden Ehrgeiz vielleicht auch an sich selbst stellen. Was ich beobachtet habe, was mir wirklich was gebracht hat, sich immer wieder kleinere Ziele zu setzen. Für mich waren es die Wettbewerbe. Mittlerweile ist es jetzt das nächste Ziel, später eine Meisterschule zu besuchen. Ich finde, an diesen Zielen, da sage ich mal, da vergeht die Zeit besser. Ich habe jetzt schon wieder, ich warte jetzt ja quasi, ich habe mich schon eingeschrieben an der Meisterschule in Stuttgart und jetzt weiß ich, okay, da und da fange ich an und dann arbeite ich darauf hin und danach mache ich mir das nächste Ziel. Und das ist für mich quasi, so habe ich immer wieder was mich motiviert und mich anspornt, da weiter zu bleiben oder dran zu bleiben. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich würde auf jeden Fall den Azubis mitgeben, dass sie, wenn sie die Gelegenheit haben, auf eine Fortbildung zu gehen oder sonst irgendwie andere Leute im selben Beruf zu treffen, sei es auf Messen oder Wettbewerben oder Fortbildungen, diese Chance auch wirklich zu nutzen und zu erkennen, weil die Leute, die man da trifft, das sind im Endeffekt Netzwerke und diese Netzwerke, die bringen einen später beruflich weiter, wenn man mal an einem Punkt steht, wo man sagt, hey, ich bewerbe mich in der und der Konditorei und dann kennt der zufällig jemanden, den man kennt, dann ist das halt, sage ich mal, immer ganz hilfreich. Man kommt auch dadurch besser, ich war ja auf verschiedenen Fortbildungen, man kommt einfach besser in Austausch über sein Handwerk und über andere Betriebe und andere Techniken auch. Und ich finde, da nimmt auf jeden Fall jeder davon was mit. Diesen Punkt mit dem Ziel, den kann ich ganz stark unterstreichen. Habe ein Ziel wäre ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben will. Ich glaube, ich bin dann da irgendwann mal drauf gestoßen, nachdem ich angefangen habe, so Bücher erfolgreicher Menschen zu lesen und die meisten Leute sagen, das hat ein Ziel. Es gibt sehr gute Vorträge, zum Beispiel von Vera Birkenbiel, die nennt das Ganze dann Fixstern, also immer wenn es auch mal blöd läuft. Und ich kann das nur sagen, bist irgendwo, baust Fenster ein, es ist hundekalt, es regnet, das kommt dir alles ins Gesicht. Und wenn du dann nicht weißt, warum du das machst, dann wirst du sagen, okay, tschüss, ich gehe nach Hause, ich melde mich krank. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Das ist ganz normales Verhalten, weil dann eben bestimmte Prozesse angehen im Hirn. Aber wenn man ein Ziel hat, dann weiß man, okay, auch diese Situation jetzt bringt mich meinem Ziel näher und bringt mich weiter und bringt mich dahin, wo ich mal hinkommen möchte. Also das ist ganz, ganz essentiell. Dann denke ich, ist es sehr wichtig, höflich zu sein und freundlich zu sein, Kolleginnen und Kollegen, und sich Wege zu suchen, mit vielleicht Charaktereigenschaften umzugehen von Menschen, die einem erstmal schwierig erscheinen. Und es zahlt sich aber aus, immer irgendwie höflich zu bleiben und freundlich. Es macht's leichter, als am Ende wird es nur schwerer, wenn man da, sage ich jetzt mal salopp, die Sau rauslässt. Und drittens ist in meinen Augen, hör auf deinen Körper. Es kommt immer darauf an, was man für eine Ausbildung macht, aber manche Ausbildungen sind sehr körperlich anstrengend und der Körper sagt einem, wenn man Schlaf braucht, und dann sollte man sich den nehmen. Ich habe ein Jahr lang chronisch zu wenig geschlafen, weil ich lieber mehr Zeit mit meiner Freundin damals verbringen wollte, als mich auf die Ausbildung zu konzentrieren. Und wenn man ein Jahr lang nur 5 Stunden in der Nacht schläft, dann ist man irgendwann einfach völlig am Ende. Hör auf deinen Körper, ist ganz, ganz wichtig. Und viertens, gib dir Zeit. Niemand erwartet, dass du das am Anfang alles kannst, weil du machst eine Ausbildung. Laufen hast du auch nicht gekonnt nach der Geburt. Also, wenn du nach 3 Jahren einen Großteil von dem kannst, was dir beigebracht wurde, dann ist schon Chapeau. Niemand erwartet, dass du alles kannst. Und genau, gib dir Zeit, mach dir keinen Druck. Bleib einfach dran.